Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade im wunderschönen England und für uns geht es gleich in einen sogenannten Deep Level Bunker. Das Ding heißt so, weil es wirklich sehr tief unter der Erde sitzt und es hatte Platz für über 8000 Personen und sollte die Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg vor Bombenangriffen schützen. Der Eingang könnte richtig tricky werden. Wir wollen uns nämlich Zugriff durch das Lüftungssystem verschaffen. Ich hoffe, das haut hin. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang. In dem Sinne, los geht's. Wir haben heute ein paar Special Guests mit und zwar die guten alten Jungs von Team Fett. Geil. Oi, mate. Oi, mate. Den Eli und den Klaus. Servus. Die Männer sind auf jeden Fall abgehärtet, absolut nicht klaustrophobisch. Ich nicht bin klaustrophobisch. Los geht's. So Leute, es geht jetzt hier weg zum Eingang. Wir werden jetzt auf jeden Fall am Anfang noch nicht so viel filmen können, da dieser Lüftungsschacht wirklich umgeben von Wohnhäusern liegt und wir eben unauffällig sein müssen. Wir haben da auf jeden Fall vorhin schon kurz gescoutet und einen potenziellen Einstieg gesehen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob der reingeht, aber wir werden jetzt einfach mal hin und ja, das Beste hoffen. In dem Sinne, wir sehen uns gleich dort. Bis gleich. Das ist das Ding, Leute. Die Lüftung von dem Bunker. Auf der anderen Seite soll jetzt eben genau ein Loch sein, wo wir hoffentlich reinkommen. Ja, wer sieht, da sind überall Häuser rundherum. Was? Da war genau wer gerade auf der anderen Seite, weil da Kurz warten. Also dem Schloss zu urteilen, verbirgt sich da auf jeden Fall steinaltes Zeugs drinnen. Ich bin hyped. das wird wirklich wild, wenn wir da wirklich reinkommen. Da ist ein Fuchs. Den haben wir überrascht. So, wir müssen hier gerade wirklich warten, bis die Luft rein ist. Dann können wir zum Loch rüber. Die Fets warten auf jeden Fall gerade draußen, damit wir schön unauffälliger sind. Rico. Okay, komm. Das ist auf jeden Fall ein Drop, also wir müssen uns da mit dem Seil drunter lassen. Und hinter mir die ganzen Wohnhäuser, also ich muss das Licht jetzt wieder ausmachen. Ja, wenn ich das Seil her geht, da stark festmachen. Da geht's auch sofort drunter, wir müssen hier wirklich schnell agieren. Seil drunter. Ja, das ist im Wasser. Oh, das ist sketchy. Wir müssen uns echt bleiben. Komm, ich gehe zuerst einfach. Okay, passt. Boah, das ist nicht angenehm. Okay, ich stehe. Ich habe mir das Shirt verbrannt. Mach sie aus, es leuchtet hier. Warte, da ist eine Frau mit einer Katze. Fedo, ich hol die andere nicht. Das ist krank, Leute. Schaut euch das mal an. Ich habe leider gerade nur die Physics-Kamera mit. Hier unten ist Wasser. Und ich bin gerade hier runtergeklettert durch dieses Loch. Und ich finde mein Handy gerade nicht. Keine Ahnung, wo das ist. Aber ich glaube, das ist wirklich der Eingang. Das ist geisteskrank. Und jetzt schaut euch bitte das hier an. Hier geht's über 20 Meter runter. Unten liegt komplett viel Zeug. Ich weiß wirklich nicht, ob wir hier runtergehen können. Das ist ja geisteskrank hoch und komplett weggerostet. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir da runterkommen. Ah, das ist wirklich blöd gerade. Scheiße. Ich kann auch schwierig
kommunizieren, weil ich eben mein Handy nicht finde. Scheiße. Oh, I was trapped, the cat lady. Yeah. But Fredo is inside. There's some crackheads on the street as well. Oh, yeah. Quick. Okay, anscheinend ist sich der Fredo nicht sicher, ob es da weitergeht. Da ist ein 20 Meter Drop oder so. Die schauen sich das jetzt an. Be careful. It's like a 20-meter drop. 20 meters. Yeah. And it's like completely rusty, like the sides. Yeah, this is such a Yeah, I don't know. This would be my biggest cliff jump ever. Ja. Das Holz ist schon sehr alt hier und das ist wirklich alles sehr rostig hier. Also ich glaube, das ist Quatsch hier. Ich glaube, wir müssen noch mal rauf und uns umschauen nach was anderem. Das ist es noch nicht. Sketch. Fredo, ja. Nein, ich sehe es nicht. Also ich werde jetzt mich schön ausziehen und kurz mit meinen Füßen abtasten, ob ich das Handy da unten spüre. Das wäre wirklich sehr bitter, wenn das weg ist. Das ist ekelhaft. Nein, da ist es. Ich hab's. Ah, Scheiße, da ist es. Ich bin da gerade 10 Minuten in dem Dreckswasser rumgegangen und es ist noch an. Yes. Ah, so eine Scheiße. Immer gut das Handy einstecken. Okay, jetzt wieder rauf und schauen, dass wir in den Bunker reinkommen. Das Handy ist wieder da. Boah, das war ein holpriger Start. Also, jetzt müssen wir noch irgendwie reinkommen in den Der Bunker. Eingang hat wirklich nichts Gutes verheißen. Aber hier hinter uns befindet sich noch ein Lüftungsschacht am Dach und da geht es jetzt direkt hin. Und ich hoffe, wir kommen da irgendwie rein. Das ist wirklich die letzte Chance. Abfahrt! Hier geht's auch schon drauf. Oh, what the fuck? I can't see. Das ist unser Eingang, Leute. Jetzt noch hoffen, dass es da reingeht. Alter Schwede. Okay. Das sieht aus wie eine Lüftung. Den Weg sehe ich da jetzt nicht. Ja, das ist auch eine Lüftung auf jeden Fall. Okay, da ist auf jeden Fall was offen. Okay, das sieht gut aus. Okay, da geht's nach hinten. Da ist aber wieder irgendeine Lüftung. Guys, it looks good here. That looks like an entrance. Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall auch eine Lüftung. Daumen drücken, dass das vielleicht irgendwie reinführt und dann nicht wieder so ein 30 Meter Drop kommt. Okay. Hier geht's auf jeden Fall wieder runter. Okay. Da sind wieder solche Lamellen.
There's a drop. Just 1.5 meters. Das ist auf jeden Fall wirklich die Lüftung, Leute. Dieser Bunker soll echt über 40 Meter unter der Erde liegen. Das ist schon krank. Da geht's weiter. Ich weiß es nicht ganz, aber es sieht gut aus. Soll ich mich mal runterjagen? Boah, das sieht geil aus. Jag dich runter. Boah. Ja, du hast es, komm. Ja. Yes. Geht's da weiter? Oh, okay. Das sieht gut aus. Bro, da geht's in irgendeinen Gang. Geil. Boah, der Weg hat richtig zart ausgeschaut. Ja, aber es geht. Wir sind 100% in der Lüftung, das könnte echt reinfallen. Oh, das wäre wirklich ein kranker Weg rein. Oh. Oh, okay, da geht's rein. Da hinten sind Gitterstäbe, das sieht aufgeflext aus. Da geht's rein. Leute, ich glaube, wir sind drinnen. Ich will es nicht verschreien, aber das sieht sehr gut aus. Oh ja. Oh ja. Das ist es. Da geht's rein. Leute, wir sind drinnen. Das ist der Bunker. Yes. That's an entrance, huh? Yeah, it's a nice one. It definitely goes in. Look at this. Yeah, yeah. There's like an open gate. I think that's the main entrance. Holy shit. Welcome. Schön in den Wasserschuhen. Was zur Hölle? Das ist komplett staubig hier drin. Aber Bro, das ist aber mit großer Sicherheit der Eingang. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall wie bei einer James Bond Mission an gerade. Guys, be careful. Oh, There's another one here. Der Klaus ist natürlich vom Safety Team und analysiert hier jeden Meter. Thanks Klaus for your Safety Management. Kein Problem. Ja, natürlich schön. Die FFP3 sind es diesmal leider nicht geworden. Es hat schon alles zugehabt, deshalb sind das jetzt hier nur Covid-Masken. Aber an der Stelle bei solchen alten Bunkern lieber asbestsichere Masken benutzen. So. Jetzt Na kann gut. es hier mal losgehen. Los geht's. Attacke. Oh fuck, ich kann echt. Ja. Alter. Also das Ding war gerade wirklich genau bei meiner Arschritze. Oh, das ist es. Das ist der Eingang. Da geht's wirklich runter. Alter Schwede, das schaut krank aus. Da direkt schon hier ein Aufzug. Und das ist wirklich dieser 40 Meter Schacht, der herunterführt. Da sieht man nicht mal den Boden. Deshalb auch Deep Level Bunker. Boah, ist das krank. Der Weg war wirklich krass. Dass das wirklich reinführt, hätte ich mir nicht gedacht. Erster Lüftungsschacht war nix, aber der hat jetzt echt geklappt. Wir sind wirklich drinnen. Das ist ein originaler Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh, jetzt bin ich aber wirklich hyped. Das hat jetzt 2 Stunden, 3 Stunden gedauert, Ja. hier reinzukommen. Und das schön im englischen Stil. Sowas haben wir auch nur selten. Ja, das Krasse ist, dass dieser Bunker wirklich verwendet wurde. Also hier haben sich wirklich Leute im Zweiten Weltkrieg versteckt. Ich bin wirklich gespannt, wie es da unten jetzt ausschaut. Ja, ich würde sagen, kann man das ready machen und dann aber schön hier wegexploren, das Ding. Und hier geht's jetzt los.
Schaut euch mal die Wände hier an. Also das ist wirklich ein ganz eigener Stil. Wir waren davor bis jetzt nur in einem Bunker, der wirklich ziemlich ähnlich ausgesehen hat. Kommt dann vor wie in so einem MI6-Film. Soweit wir wissen, gibt es 8 von diesen Bunkern, aber es wurden eben nicht alle in Betrieb genommen. Die wurden zwischen 1940 und 1942 gebaut. Ja, und das ist aber wirklich einer, der in Betrieb war, wo sich wirklich Leute versteckt haben. Wir sind hier jetzt auf jeden Fall sicher schon an die 30 Meter unter der Erde. Ich kann mir vorstellen, dass der Schacht, wo ich vorhin war, dass der irgendwo neben uns ist und parallel verläuft und für die Luft hier zuständig ist. Oh, wie tief geht das bitte? Da sieht man einen richtigen Drehwurm. Oh, okay. Hier geht's los. Also das ist jetzt wirklich hier das letzte Stockwerk. Und das ist jetzt auch echt der Eingang zum Bunker. Nichts für rein. Da riecht's aber schon wild. Alter Scholli. Da geht's überall wieder lang. Schaut euch diese Bunkertüre an. Oh, isolated area. Authorized entry only. Area could contain asbestos. Could. Das heißt nicht. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal die andere Seite, oder? Ja, schön die Luft anhalten einfach beim Durchgehen. Ja. Boah, schaut sich das mal an. Also das ist wirklich dieses typische Design in diesen Bunkern, dass hier alles in solchen Röhren ist, fast schon wie in einer U-Bahn-Tunnel. Und da geht es wirklich endlos nach hinten weiter. Ist das krank? Das sind wirklich endlose Gänge jetzt. Schau dir das an, das sieht fast aus wie so ein Storage Room. So ein Sowjethut oder so. Yes, boah, der sieht fresh aus. Alter, der Ja. steht mir. Der hat was auf jeden Fall. Ja. Hier sind wirklich überall jetzt Regale. Keine Ahnung, ob die von damals sind oder hier nachträglich reingebracht wurden, aber da wurde definitiv mal Zeugs gelagert. Da schon wieder. Boah, Alter. Also das, was man hier gerade im Hintergrund gehört hat, ist die U-Bahn, Leute. Weil das Charakteristische ist bei diesen Deep-Level-Sheltern ist, dass die allesamt mit dem U-Bahn-Netz verbunden sind. Also es könnte sein, dass man hier durch irgendeine Luke in einen aktiven U-Bahn-Tunnel kommen würde. Boah. Überall die Regale. Also die können ja gar nicht so alt sein, oder? Boah, schau, wie weit es da nach hinten geht. Hey, kann der Weißmann. Also da sieht man auf jeden Fall wirklich, dass der Platz für 8000 Leute war. Der war ja wirklich für die Bevölkerung im Falle von Bombardierungen. Ich kann mir vorstellen, dass damals hier links und rechts Betten waren oder halt Bänke, wo die dann sitzen konnten. Ja. Und mittlerweile wurde das aber umgewandelt in irgendwelche Storage Units, die aber komplett verlassen sind jetzt. Boah! Also hier sieht man jetzt wirklich gut, wie diese Bunker hier aufgebaut sind. Das ist eine richtige Röhre. Was creepy. Boah, das sieht wie ein altes Dokument aus. Sterling International Invoice, California. Promissory Note. Und da 76.579 $. Schau. Date 8.31.1976. Boah, Alter, das ist alt. Überall diese Storage Rooms. Das waren, glaube ich, echt mal alles Betten. Hier den ganzen Gang entlang. Das sieht fast aus, als würde das hier bald wiederverwendet werden. Also überall diese komischen Beschriftungen. Also hier ist direkt eine Anleitung, was man hier im Falle von einem Brand macht. Forgot the smoke alarms here. Ja komm, rauf oder runter? Runter. Gleich mal hier runter. Ein komplettes Labyrinth hier drin. Das sieht wieder alles nach Warehouse aus. Ja. Da geht es wieder komplett weit nach hinten. Und überall diese Barcodes. Boah.
Sieht auch alles wie ein Lager aus. Alte Relikte sehen wir hier noch nicht. Es kann echt sein, dass wir hier noch nicht im richtigen Teil sind. Wir werden jetzt mal hier suchen, bis wir was Interessantes finden. Aber ihr seht, das Ding ist ein richtiges Labyrinth. Ah, da ist wieder ein Aufzugsschacht. Ja, das ist wieder komplett hoch. Also das wird wirklich der Under Ventilation Shaft sein. Und da geht es aber runter. Vielleicht gibt es da ja noch Relikte. Schön ins tiefste Stockwerk. Ist das wieder Maschinenraum für den Aufzug? Boah, Alter. Die Lüftung sein. Was ist das? Boah. Das ist die Lüftung. Schau mal, ein riesiger Rotor, der die Luft da wahrscheinlich reinzieht. Und über uns muss ein gigantischer Schacht sein. Es wird wahrscheinlich das Replika von dem Schacht sein, wo ich vorhin runtergeschaut habe am Anfang. Ja, das sieht genau gleich aus. Und hier führt auch in den Tunnel entlang. Alter Schwede. Da geht's hoch. Da oben kommt das, glaube ich, aber auch nochmal, oder? Alter, ja. Das ist so ein Ventil, glaube ich, hier, um die Luftzufuhr zu regulieren. Okay. Ah, es wurde hier aber verplombt. Im Nachhinein. Ah, okay. Alter Schwede. Okay. Leute, da müssen wir hin. Was zur Hölle? Leute, hinter mir sind alte Maschinen. Ich glaube, hier geht's los mit den Relikten. Das sind komplett alte Maschinen. Ist jetzt nur die Frage, ob man durch das kleine Loch herkommt. Komm, komm. Yes. Oh. Boah, wir sind durch. Alter. Alles zugeplombt, aber das kleine Stück hier nicht. Das sieht original von damals aus. Das ist steinalt. Schaut euch diese Maschinen hier an. Das sieht aus wie die Stromversorgung hier vom Bunker. Wie so ein ganz alter Generator. Ja, es könnte ein Transformator oder sowas sein. Und dann noch die umwickelten Kabel, die steinalten. Das sieht wild aus. Sieht wirklich wie so eine alte Telefonbox aus. Ja. Und überall die Schalter. DC Switchboard. Warning, contains asbestos. Die gehen noch einwandfrei. Main DC Circuit Breaker. Boah. Schaut euch das mal an. Komplett zertrümmert schon, aber das schaut aus, als wäre das eine riesige Glasglühbirne gewesen. Und das sieht wie ein Propeller aus. Boah, was ist das? Aus Holz. Vielleicht ein Generator oder sowas? Keine Ahnung. Alter, das ist wirklich ein seltsames Gerät. Also falls ihr wisst, was das ist, in die Comments schreiben. Da wieder eine riesige Schaltwand. Lighting Fuse. Cross Passage Fuse. Also da könnte man wirklich die einzelnen Abteile wahrscheinlich einschalten. Local Heating. Ja, das ist wirklich, glaube ich, der Schaltkasten vom gesamten Bunker. Also das wird wirklich die Schaltzentrale gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Diese riesige Lüftungen. Okay, das ist wieder Graffiti. Na, oder? Schau dir das mal an, das ist die Tür vom Anfang. Das ist die Asbesttür, oder wie? Ja.
Okay, das heißt, wir hätten Einfach nur im Kreis gegangen. Es kann sein, dass wir hier schon alles gesehen haben und dass wirklich das einzige Überbleibsel von diesem alten Teil hier ist. Der Rest ist hier halt echt schon komplett mit Graffiti übersehen und eben diesen ganzen Regalen, weil das wahrscheinlich zwischenzeitlich wirklich als Warehouse verwendet wurde. Also wir dachten uns, dass da noch mehr Zeugs drum liegt, aber trotzdem wild. Also der Einstieg und der Look von diesem Bunker, also mit diesen Tubes hier, das ist schon wirklich wild. Okay, ich würde sagen, wir schauen jetzt, ob wir hier noch irgendwas finden, aber es wirkt so, als hätten wir jetzt wirklich den Großteil gesehen. Okay, wir sind jetzt noch weiter spaziert und haben hier noch eine Leiter gefunden, die hier irgendwo rauf führt. Mal schauen, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Oh, okay. Eine Lüftung. Is this a wood plank? Yeah, but I wouldn't trust it that much. Ja, unnützig aufpasst. Why? Also da geht's rauf, das ist eindeutig ein Lüftungsschacht und wir stehen hier gerade auf so einem Ventil. Boah, aber da geht's runter. Und das Ding bewegt sich. Ui, ui, ui. Oh. Alter. Oh mein Gott, lang. Ja. Be quick. Boah, das sieht krank aus. Das ist, glaube ich, exakt der gleiche Schacht, nur eben auf der anderen Seite. Ja. Also das ist genau das Gegenstück zu dem Teil, wo der Fredo vorhin beim Wasser war. Nur eben auf der anderen Seite, es soll 2 von diesen Schächten geben und das ist wirklich einer davon. Also von da wurde dann mit diesem Ventilator die Luft reingezogen, um den ganzen Bunker hier zu belüften. Aber das schaut wirklich einzigartig aus, Ja. da in diesen riesigen Lüftungsschächten hier unterwegs zu sein. Hochklettern können wir hier auf jeden Fall nicht, das ist komplett weggerostet alles. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen wieder rein und suchen uns langsam einen Ausgang. Ja, komm, schön Ja. raus hier. Ich glaube, wir haben jetzt echt alles gesehen. Ja, Abflug. Abflug. Okay Leute, wir sehen uns wieder unten. So, wir sind mittlerweile wieder im Stiegenhaus. Es geht jetzt schön an die Oberfläche und dann hier raus. Also wirklich, man wird hier verdammt müde durch die Masken und durch die Luft da unten. Ja, ist mittlerweile auch schon 2 in der Früh. Raus hier. Na gut Leute, wir haben es wieder rausgeschafft, also das war jetzt wirklich wild. Ewig nach einem Eingang gefunden, da musstest du sogar noch baden gehen, aber im Endeffekt haben wir es reingeschafft. War zwar nicht mehr viel übrig von dem Bunker, aber trotzdem, also die Ausmaße von dem Teil schon einzigartig. Ja, das war wirklich geisteskrank. Was a techie mission, guys. Yeah, You look done. yeah, Ready to sleep. Team Fett, unbedingt abonnieren, Leute. danke schon. Ja, Digga. So Leute, wir befinden uns hier gerade direkt bei der nächsten Location, unmittelbar am Meer. Und zwar soll hinter uns in der Finsternis tatsächlich ein sowjetisches Kriegs-U-Boot liegen. Das Ding hat es wirklich in sich, da drin gibt es wirklich Torpedostationen und alles mögliche andere noch. Wir sind hier in der Dunkelheit unterwegs, damit wir hier nicht gesehen werden. Unser Ziel wird heute sein, da irgendwie in den Innenraum zu gelangen. Ich hoffe, das haut hin. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang. In dem Sinne, los geht's. Die Gummiente wie immer am Start. Wir befinden uns hier direkt schon am Pier. Da geht's los mit dem Wasser. Und da hinten befindet sich das U-Boot. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was auf der Cam sieht, aber das ist nicht weit von uns entfernt. Wir müssen die Leiter hier jetzt schön mit dem Boot runter und dann irgendwo hier einsteigen. Da ist auf jeden Fall überall Schlick, das heißt, es kann sein, dass wir da gleich massivst einsinken, aber ich würde sagen einfach runter. Wir sind heute natürlich wieder mal bestens vorbereitet, das heißt, wir haben keine Paddel mit, die müssen wir jetzt auch noch irgendwie organisieren. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas. Es ist zwar nicht weit, aber ja, mit dem Handpaddel wird es dann doch etwas schwierig. Ja, los geht's.
Warte. Okay, also ihr seht alles Schlick hier, weil durch die Ebbe das Wasser hier zurückgeht, sinkt man hier extrem stark ein. Boah! Alter, das ist wirklich feinster Schlick. Boah, das ist eine krankgatschige Angelegenheit. Also für mich ist der Zug schon abgefahren. Ja? Ja. Wir sitzen am Schlick fest, kommen jetzt gemeinsam wegsurfen. Es geht. Ja. Boah, alles schon komplett weggig. Okay, komm. Okay, wir sind schon Wasser. Schön bewaffnet mit einem dünnen Holzstück. Da drüben ist auf jeden Fall so eine kleine Insel. Wir werden kurz schauen, ob wir da noch ein Paddel finden, weil mit dem Teil wird das, glaube ich, echt ein Selbstmordkommando. Wow, und da kommt schon Wasser rein durchs Loch. Eieiei. Das schaut sich das an. Decks ab, Decks ab. Also das Boot ist nicht mehr dicht seit dem letzten Adventure. Ja. Okay. Eigentlich sollte ich rauf vielleicht, weil du deckst das Loch ab und ich hole schnell was. Okay. Ja, der Feder holt jetzt direkt mal irgendwas, was wir als zweites Paddel benutzen können. Das ist schon beängstigend. Es ist stockfinster, hier liegen überall abgesoffene Schiffe herum. Und es soll hier auch so eine Unterwasserströmung geben. Und wir haben das jetzt wirklich schon bei diesen ersten 10 Metern gemerkt. Man kämpft hier echt gegen so eine kleine Strömung an, auch wenn man die eigentlich ja, fast gar nicht sieht. Liegt jetzt wirklich auf dieser kleinen Insel hier, lauter Schrott. Da muss es irgendwas geben. Das ist schon ein kleines Holzbrett, das könnte ich verwenden. Da liegen einfach Golfschläger rum. Das ist wahrscheinlich Müll, der hier im Wasser gelandet ist. Das hier ist ganz okay. Das ist zwar nicht ganz fest, aber leicht zu nehmen. Okay. Mhm. Also, mit viel Fantasie sind das 2 Paddel. Das könnte man nehmen. Oh, was ist da? Bro, jetzt bleib mal locker hier. Der Zack ist wirklich nicht das optimale Paddel. Aber da liegt echt nicht so viel rum. Alter Schwede. So, wieder an Bord. Die Ausbeute war jetzt nicht optimal. Guten alten Paddeln, und wir haben gerade festgestellt, das Wasser steigt hier massiv schnell wieder an. Also die Leiter von vorhin, die ist schon wieder im Wasser. Vorhin war die noch am Schlick. Also es geht hier wirklich schnell. Alter! Bro, das ist es. Wir docken an. Aufpassen, nicht, dass das Boot aufgeht. So, wir werden jetzt ans Ende vom U-Boot tuckern, weil man da, glaube ich, leichter raufkommt. Die Stelle ist noch zu hoch. Okay. Schön beschweren das Ding. Ja, geil. Wir sind offiziell drüben. Noch nicht am U-Boot, sondern zu einem Anleger. Aber da ist das Ding, schaut euch das mal an. Wir sind hier schon sehr auffällig mit den Lichtern. Ich hoffe, wir wurden noch nicht bemerkt. Es ist einfach ein Sowjet-U-Boot im Wasser hier. Ja. Direkt neben uns. Steinalt aus dem Kalten Krieg. Das ist geisteskrank. Direkt drüber. Yes! Alter Scholli. Ist das geisteskrank? Boah, schaut euch das an.
Da geht's direkt nach hinten. Ist das wild? Alter, und hier drüben das andere Ende. Boah, das ist wirklich unser erstes U-Boot. Ist das krank? Es fühlt sich schon krass an gerade. Auch beängstigend, weil wir wissen nicht, wie viel da unter uns im Wasser ist. Fedo, was ist das? Das waren irgendwelche Viecher. Ja. Das sind irgendwelche Viecher drinnen. Boah, das war scary. Bro, komm hier rüber. Boah, was ist das? Leute, dieses Location ist schon verdammt scary. Einfach weil das U-Boot hier auch schon großteils komplett abgerostet ist. Und wir hier auch sehr auffällig oben sind mit den Lichtern. Wir werden jetzt, glaube ich, einfach mal schnell probieren, irgendwie ins Innere zu gelangen. Und dann am Schluss uns schön die Oberfläche noch ansehen, oder? Ich hoffe, dass wir da überhaupt reinkommen, Ja. weil ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr gut gesichert ist. Ja. Mal schauen. Boah, Leute, ist das krank. Schaut euch das mal an. Das sieht nach Luke aus, aber ihr seht, da ist ein Schloss oben. Also da geht's mal nicht rein. Wow. Alter, das Ding bewegt sich. Schau, das bewegt sich. Das ist hier festgeschweißt. Da wird's auf jeden Fall schon reingehen. Das gibt's nicht. Da ist nichts mehr. Das ist, glaube ich, die Spitze. Ja, das ist echt die Spitze vom U-Boot. Ja, das Andere schaut schlecht Seite. aus, ja. Kann echt sein, dass wir hier nicht reinkommen, Leute. Vielleicht ist da drüben irgendwo eine Schwachstelle. Fedo? Okay, jetzt finde ich den Fedo nicht mehr. Entweder ist er irgendwo reingekommen oder das ist der Start von einem schlechten Horrorfilm. Bro? Ah, Sollten wir raufklettern? ja, da kann man drauf. Zugemacht. Ja. Auch nicht. Schaut euch das an. Wer das will. Oh. Das ist echt nur die äußere Kammer vom U-Boot. Schaut euch das an, Leute. Das ist das Außenlayer. Es geht da bis nach links und da unten ist schon mit Wasser gefüllt. Aber ich glaube, da geht's nicht rein. Na, das schaut schlecht aus, Tommy. Also hier sind zwar überall kleine Öffnungen, aber die führen dann meistens echt nur in so die äußerste Hülle vom Boot. Aber wir wollen ja echt ins Innenleben. Das war's. Andere Ende vom U-Boot. Bro, da war auch nichts. Ja, das schaut wirklich schlecht aus. Komm, ich würde sagen, wir schauen jetzt noch einmal ganz genau. Okay Leute, folgendes. Wir sind hier nochmal aufs Dach vom U-Boot gegangen und haben diese Luke entdeckt, die man aufschieben kann. Ja, und da könnte man vielleicht irgendwo weiter reinkommen. Ja. Also wir sind hier gerade echt oben auf dem Turm von dem U-Boot. Ja komm, Feder, schnell rein. Oh, oh, so Henker. Alter. Okay. Wir sind im Turm von dem U-Boot, wo ich vorhin durch die Fenster gefilmt habe. Und hier hat man dann rausgeblickt. Ja. Also keine Ahnung, für was dieser Turm beim U-Boot genau ist. Könnt ihr gerne in die Comments schreiben. Und jetzt schaut euch das mal an. Da steht echt was auf Kyrillisch. Da überall irgendwelche Hebel, Anzeigen. Boah, da geht's jetzt aber weiter. Da geht's nach hinten. Es ist gut möglich, dass wir hier vielleicht wirklich reinkommen. Ich hol mal den Fedo. Fedo? Oh. Alter, du hast mich auch erschreckt. Ja, komm hoch. Es sieht gut aus. Ich glaube, da geht's rein. Ja, wirklich? Ja. Das wäre geisteskrank. Boah, Bro. Alter, der hat mir da gerade einen Schrecken eingejagt. Ich dachte mir echt, wer klopft da? Was zur Hölle? Es
Fühlt sich ja geisteskrank an hier drinnen. Ich würde sagen, man kann das auf jeden Fall schon zählen. Wir sind im U-Boot. Zwar noch nicht unterm Wasserlevel, aber trotzdem drinnen. Ja, das fühlt sich wirklich geisteskrank an. Schau dir das an. Da waren mal Sowjetsoldaten auf jeden Fall schon drinnen. Das Wilde ist auch, dass das ein richtiges Angriffs-U-Boot war. Das hatte definitiv Torpedos. Ja, sogar Torpedos, die leicht atomar irgendwie angereichert waren. Boah. Okay, jetzt mal schauen, ob das hier aufgeht. Da kann man überall drehen. Ja, gut, vergiss es für. Das ist komplett zugerostet. Die müssen ja auch wirklich ordentlich verschlossen gewesen sein, damit da kein Wasser reinkommen kann. Ja. Na gut, auf nach hinten. Okay. Welche Gasflaschen. Und da eine Tür, aber ich glaube, die führt eigentlich wieder aufs U-Boot drauf. Okay, da geht's nicht weiter. Okay. Na gut. Da geht's auch nicht wirklich weiter. Das ist wirklich das Innenleben jetzt von dem U-Boot, wo die Technik, glaube ich, war oder so. Da war auf jeden Fall nicht die Mannschaft untergebracht. Die ist auch nicht die Torpedostation. Schade. Es macht einen heiß, da mag man jetzt wirklich sehr gerne reinkommen irgendwie. Ja. Ich glaube, drinnen sieht es noch um einiges krasser aus. Soweit wir jetzt wissen, ist das U-Boot nämlich wirklich komplett ausgestattet noch. Und genau aus diesem Grund ist das halt wahrscheinlich auch so komplett abgesperrt. Aber trotzdem geil, dass wir es hier überhaupt irgendwo reingeschafft haben. Wir haben hier gerade noch diese nette Hülse hier gefunden. Das ist krank. Die ist da einfach rumgelegen. Das ist eine richtig fette Patrone. Keine Ahnung, wieso die da noch rumliegt. Aber ein Relikt gefunden. Ja, ich glaube aber, wir kommen hier leider nicht weiter rein. Ja gut. Raus hier wieder. Wir haben hier jetzt wirklich jede Luke unter die Lupe genommen, da geht es leider nicht in den kompletten Innenraum, aber wir sind wenigstens hier in diesen Tower reingekommen. Verdammt bitter, ich würde echt gern wissen, was drin ist, aber kann man nichts machen. Trotzdem richtig krass das Ding, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal auf einem U-Boot, aber ja, ich würde sagen, jetzt kann es auch wieder runtergehen. Ja, Abflug hier jetzt. So, wir sind wieder am Festland. U-Boot erfolgreich abgehakt. Konnten leider nicht in den kompletten Innenraum rein, aber trotzdem. Also der kleine Einblick hat einem auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also es muss noch ein U-Boot an. Ja, irgendwo müssen wir auf jeden Fall noch in ein U-Boot rein. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute.